Hebrews chapter 3, Hebräerbrief Kapitel 3, verses 1 and 14. Verse 1 und 14. Only by way of refreshing your memory, Nur um eure Erinnerung wieder aufzufrischen. not by way of insulting it, Nicht um euch damit müde zu machen. wherefore, holy brethren, partakers or companions of a heavenly calling, Daher, heilige Brüder, Genossen oder Gefährten der himmlischen Berufung, we are become companions of Christ if we hold fast the beginning firm unto the end. denn wir sind Gefährten des Christus geworden, wenn wir anders den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Companions of Christ and of a heavenly calling. Gefährten Christi und einer himmlischen Berufung. And we are seeing that this letter to the Hebrews embodies the whole of the character of the dispensation in which we live. Und wir haben bereits gesehen, dass dieser Hebräerbrief den ganzen Charakter des neuen Zeitalters, in dem wir leben, in sich schließt oder verkörpert. It is the change from the old earthly Israel to the new heavenly Israel. Nämlich den Übergang des alten irdischen Israels zum neuen himmlischen Israel. I am sorry for those friends who have only been able to join us today, Ich bedauere für jene unter euch, die erst heute Morgen zu uns kommen konnten, but I am more sorry for myself than for you. aber ich bedauere noch fast mehr für mich als für euch. We are today exactly halfway through this conference, Wir stehen heute bereits in der Mitte unserer Konferenz, which means that a great deal has already been said. was bedeutet, dass viel schon gesagt worden ist. It's quite impossible for me to gather you into what is being said by going over all the ground covered. Und es ist für mich ganz unmöglich, euch nochmals alles zu wiederholen, was wir bereits in den vergangenen Tagen gesagt haben. I trust that the Lord will help you to fall right into the course that He is taking. Aber ich traue dem Herrn zu, dass euch helfen wird, euch richtig hineinzufügen in das, was schon gesagt worden ist. So we go on with a further fragment of this matter of the new Israel as the companions of Christ in a heavenly calling. So wollen wir nun ein weiteres Stück in Angriff nehmen in Bezug auf dieses Thema des Gefährtenseins Christi in einer neuen himmlischen Berufung. This morning we are going back to the beginning of this history, Heute Morgen wollen wir zurückkehren zum Anfang dieser Geschichte, because we have been seeing that God is following in a spiritual way the line that He took the first Israel. weil wir gesehen haben, dass Gott auf geistliche Weise dieselbe Linie verfolgt, die er seinerzeit beim alten Israel verfolgte. He took a certain line with Israel in an earthly way. Er bewegte sich auf irdische Weise in einer gewissen Richtung. He is taking that same line with the new heavenly Israel, but in a spiritual way. Und er gebraucht diese selbe Linie auf geistliche Weise mit dem neuen Israel. It would be a very wonderful thing if we were to spend some time in seeing God's line right from the beginning up to Christ. Es wäre sehr wunderbar, wenn wir einmal das betrachten könnten, welche Linie der Herr gebraucht oder verfolgt vom alten Israel her bis zu Christus. There were many generations which came to an end. Viele Geschlechter oder Zeitalter kamen zu einem Ende. In one place there is a large summary of what came and what finished. An einer gewissen Stelle finden wir eine große Zusammenfassung von dem, was entstand und dann wieder zu einem Ende geführt wurde. It says, so and so lived.
Es heißt, der und der lebte, and he lived for so long. und er lebte für so viele Jahre, And then it says, and he died. und dann heißt es, dann starb er. And that is said about a long list of people. Und das wird von vielen Leuten gesagt. They lived, Sie lebten, and then they died. und dann starben sie. But right through, there is one line that lived and never died. Aber durch die alle hindurch kann man eine Linie verfolgen, die nicht starb. It is the line moving straight through history right up to Christ. Es ist die Linie, die durch die ganze Geschichte hindurch verfolgt werden kann, bis zu Christus. And you can clearly follow that line. Und wir können diese Linie ganz klar verfolgen. Now, at a certain point in that movement of God, Zu einem gewissen Punkt in dieser Bewegung Gottes we find ourselves in the presence of God's beginning with Israel. befinden wir uns beim Anfang Gottes mit Israel als Volk. It has now moved from individuals Ist jetzt weitergegangen von Einzelpersonen aus to the point where the nation comes into view. zu dem Punkt, wo das Volk als Ganzes in den Vordergrund tritt. So far it has been individuals. Bisher hat sich mit einzelnen Menschen befasst. It has been Abel Es war zum Beispiel Abel and Enoch und Henoch and Noah und Noah and all those antediluvians, as they are called. und alle jene, die vor der Sintflut lebten. But when it comes to Abraham, Aber wenn wir zu Abraham kommen, we come to the point where a nation comes into view. kommen wir zu dem Punkt, wo ein Volk in den Blickwinkel gelangt. It is Israel, Israel als Volk. the Israel of history. Das geschichtliche Israel. That is the Israel of this hour. Das heißt das irdische Israel. And this morning we are going to note the beginning and how God began with Israel Und heute Morgen wollen wir darauf achten, wie Gott mit Israel begann. and how the principle of that beginning is transferred to the new heavenly Israel in Christ. Und wie die Prinzipien dieses Anfanges hinübergebracht werden zum Anfang des neuen himmlischen Israels. And it is very impressive that you have the beginning of the first Israel in the New Testament. Und es ist sehr bezeichnend, dass wir den Anfang des alten Israels hier im Neuen Testament finden. And you have it in the book of the Acts. Und zwar in der Apostelgeschichte. Now note, that's a significant thing, Achtet darauf, das ist sehr bezeichnend. because the book of the Acts is the link between the old and the new. Denn die Apostelgeschichte ist das Verbindungsstück zwischen dem Alten und dem Neuen. The focal point of the transition from the one to the other is in the book of the Acts. Der Mittelpunkt des Überganges vom Alten zum Neuen ist in der Apostelgeschichte zu finden. And interestingly enough, it is in the discourse of the martyr Stephen. Und interessant genug, es befindet sich hauptsächlich in der großen Rede des Märtyrers Stephanus. The old Israel killed Stephen, Das alte Israel richtete Stephanus hin. and out of the death of Stephen sprang the new Israel. Und aus dem Tode Stephanus entsprang das neue Israel. And the first thing that Stephen said to the old Israel was this, Und das Erste, was Stephanus an das alte Israel sagte, chapter 7 of the book of Acts and verse 2, steht in Apostelgeschichte 7, Vers 2. the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Ur of the Chaldees. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als in Mesopotamien war, in Ur in Chaldea. The God of glory appeared. Der Gott der Herrlichkeit erschien. That was the first movement to the old Israel. Das war der erste Schritt Gottes in Bezug auf das alte Israel. And that is exactly the first movement to the new Israel. Und das ist genau gleich der erste Schritt für das neue Israel. It is the appearing of the God of glory. Nämlich das Erscheinen des Gottes der Herrlichkeit. We are seeing in the New Testament this beginning. Wir sehen im Neuen Testament diesen Anfang. Turn again to the Gospel by John. Wir können das im Johannesevangelium verfolgen. In the beginning
was the Word, Im Anfang war das Wort, and the Word was made flesh and tabernacled among us. und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Now note, Und jetzt achtet darauf, and we beheld his glory. und wir sahen seine Herrlichkeit. Turn again to this letter to the Hebrews, Und dann wieder im Hebräerbrief, chapter 1. Kapitel 1, God Gott has at the end of these times spoken unto us in his Son, hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, who is the effulgence of his glory. welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit ist. The God of glory appears, Der Gott der Herrlichkeit erschien, has spoken to us at the end of these times in his Son, who is the effulgence of his glory. hat zu uns geredet am Ende der Tage in seinem Sohne, der Abglanz seiner Herrlichkeit ist. First of all, then, it is God breaking into human history. Es ist also in erster Linie einmal Gott, der sich einschaltet in die menschliche Geschichte. That is how it was with the first Israel. So war es mit dem ersten Israel. Way there in Ur of the Chaldees, Weit weg dort in Ur in Chaldea, a pagan country in einem heidnischen Lande, with 2,000 other gods, mit 2000 anderen Göttern, the God of glory broke in brach der Gott der Herrlichkeit ein and changed the course of history, und wendete den Ablauf der Geschichte, took his first step toward the securing of Israel. tat seinen ersten Schritt, sein auserwähltes Volk Israel zu bilden. The first chapter of John is God in glory breaking into human history in a new way. Und in Johannes 1 finden wir wieder den Gott der Herrlichkeit, der auf neue Weise in die Geschichte der Menschheit eindringt. Now, that of course is in the Bible, Das finden wir in der Bibel, the Old Testament and in the New Testament. im Alten und im Neuen Testament. And you may mentally put it out there Und ihr könnt es verstandesmäßig so weghalten von euch and view it in an objective way. und es auf ganz objektive Art anschauen. But you must just take hold of that and bring it right into this room Aber ihr müsst es euch reißen und es hier zu euch nehmen and bring it into these rows of people und es in diese Reihen von Menschen hier hineinlegen and let it come right on you personally, und es auf euch persönlich herniederkommen lassen. because this relates to you and to me personally. Denn dies bezieht sich auf euch und auf mich ganz persönlich. It is you and it is me, Es geht euch und es geht mich an, called by God to be the companions of Christ in a heavenly calling. berufen von Gott zu Gefährten Christi auf himmlische Art. This belongs to all of us. Das gehört uns allen an. The very beginning of our history as God's heavenly Israel is the intervention of God in our lives. Der eigentliche Anfang von uns als Gefährten Christi ist ein klares, direktes Eingreifen von Gott in unser Leben. Perhaps to some of us, it was just as unexpected as it was to Abram in Ur of the Chaldees. Vielleicht war es für einige von uns ebenso unerwartet, wie es für Abraham in Ur in Chaldea war. We were living our lives in this world. Wir lebten unser Leben in dieser Welt. We were mixed up in the course of this world. Wir waren ein Teil des Ablaufs dieser Welt. The God of this world ruled our lives. Der Gott dieser Welt beherrschte unser Leben. Where there we were, just one in a great crowd. Wir waren einfach ein kleines Element in einer großen Menge. And then God broke into our lives. Und dann brach Gott in unser Leben ein. And when God breaks into a life, there's no doubt about it. Und wenn Gott in ein Leben eindringt, dann besteht kein Zweifel mehr darüber. That's the turning point in history. Das ist ein Wendepunkt in der Geschichte, In our history. in unserer persönlichen Geschichte. And the nature of the change is that we no longer belong to this world. Und die Natur des stattfindenden Wechsels ist, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören. We have become members of a new Israel. Wir sind dann Glieder eines neuen Israels geworden. In other words, of a heavenly people In anderen Worten eines himmlischen Volkes with a spiritual nature. mit einer geistlichen Natur.
It may not have been just with us, just as it was with Abram. Es war vielleicht mit uns nicht genau gleich wie bei Abraham. But it is essential for every one of us to know that God has entered into our human history. Aber es ist von größter Wichtigkeit für uns zu wissen, dass Gott in unser Leben, in unsere Geschichte eingegriffen hat. It was not something in the first place from our side. Es war nicht in erster Linie etwas, das wir getan hätten, It was something from God's side. sondern etwas, wo die Initiative von Gott herkam. He took the initiative. Ergriff die Initiative. Perhaps in some wonderful way, Vielleicht auf eine wunderbare Art or in some very simple way. oder auf sehr einfache Art. It may belong to a moment in time, Vielleicht geschah es in einem Augenblick or it may belong to days, weeks, and months. oder vielleicht geschah es in Tagen, Wochen oder Monaten. But the fact is that God came in where we were. Aber Tatsache bleibt, dass Gott eingriff, da wo wir standen. How did God come in, and how has He come in? Und wie hat Gott eingegriffen? How should we put it if we wanted to put it into words? Wie könnten wir es ausdrücken, wenn wir es in Worte kleiden wollten? Well, it says here about the old Israel, the God of glory appeared. Nun, es heißt hier in Bezug auf das alte Israel, der Gott der Herrlichkeit erschien. Could you put it like that as to your experience? Könnten wir es in Bezug auf unsere Erfahrung ebenso ausdrücken? Well, you see, these words here in the New Testament explain that. Nun, ihr seht, diese Worte hier im Neuen Testament erklären das. God came in Jesus Christ. Gott kam in der Person Jesu Christi And in Jesus Christ is the glory of God. und in ihm ist die Herrlichkeit Gottes. And as we have seen Jesus Christ, we have come into touch with the God of glory. Und indem wir Jesus Christus sahen, kamen wir in Berührung mit dem Gott der Herrlichkeit. In these words of Hebrews 1, God has spoken to us in His Son. In diesen Worten in Hebräer 1, dass Gott zu uns gesprochen hat in seinem Sohne. And all those who know that Jesus Christ has come into their lives, Und all jene, die wissen, dass Jesus Christus in ihr Leben eingedrungen ist, really do know that the God of glory has come in. die wissen wahrhaftig, dass der Gott der Herrlichkeit eingedrungen ist. And so after saying that the Word became flesh and dwelt among us, Und so, nachdem gesagt worden ist, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns Wohnung nahm, John says, and we beheld His glory. sagt Johannes, und wir sahen seine Herrlichkeit, Glory as of an only begotten of the Father. die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater her. And what is the glory? Und was ist diese Herrlichkeit? Full of grace and truth. Voller Gnade und Wahrheit. You notice in the New Testament, grace and glory always go together. Habt ihr bemerkt, dass im Neuen Testament Gnade und Herrlichkeit immer zusammengehen? If you want to know what the glory of God is, it is the grace of God. Wenn ihr wissen wollt, was die Herrlichkeit Gottes ist, es ist die Gnade Gottes. If you want to know what the grace of God is, it is the glory of God. Wenn ihr wissen wollt, was die Gnade Gottes ist, es ist die Herrlichkeit Gottes. It is the glory of God to be gracious. Es ist die Herrlichkeit Gottes, sich gnadenreich zu erweisen. God glories in being gracious. Gott verherrlicht sich, indem gnadenvoll ist. And when you know the grace of God, then you know the glory of God. Und wenn ihr die Gnade Gottes erfahrt, so erfahrt ihr auch die Herrlichkeit Gottes. The glory of God will always come to us along the line of grace. Die Herrlichkeit Gottes wird uns immer erscheinen auf der Linie seiner Gnade. And so because of grace we shall be able to say, and we beheld His glory. Und wegen seiner Gnade dürfen auch wir sagen, wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Now perhaps you know that that word glory is one of the big words in John's Gospel. Ihr wisst wahrscheinlich, dass das Wort Herrlichkeit eines jener großen Worte ist im Johannesevangelium. If you have never done so, I advise you to go through that Gospel and underline the word glory. Wenn ihr es noch nie getan habt, so gebe ich euch den Rat, lest dieses Evangelium durch und unterstreicht jedes Mal das Wort Herrlichkeit. Now just a little word with the young Christians who haven't done a lot of Bible study yet.
Nun ein kurzes Wort an die jungen Christen, die noch nicht sehr viel Bibelstudium getrieben haben. I hadn't thought of saying this, but perhaps it'll be helpful. Ich hatte nicht daran gedacht, das zu sagen, aber vielleicht ist es nützlich. I do not profess to know a great deal about the Bible. Ich behaupte nicht, dass ich die Bibel sehr gut kenne. Indeed, I know very little of the Bible. Ja, in Tatsache kenne ich sie nur sehr wenig. But I tell you how I started to study the Bible. Aber ich will euch sagen, wie ich anfing, die Bibel zu studieren. I bought a box of colored pencils, Ich kaufte mir eine Schachtel Farbstifte and I bought a new Bible. und kaufte mir eine neue Bibel. And I came first of all to the Gospel by John. Und ich fing mit dem Johannesevangelium an. And I gave a certain color to the same word through the Gospel. Und ich gab dem gleichen Wort im selben Evangelium eine Farbe. Of course, I put green always where the word life is found. Alle Worte vom Leben habe ich grün unterstrichen. That's the color for life. Das ist die Farbe für das Leben. See it all around. Wir sehen es rund um uns herum. Green speaks of life. Grün spricht vom Leben. I put blue wherever the word glory is. Und ich unterstrich Herrlichkeitsblau. That's the color for heaven. Das ist die Farbe des Himmels. I put red wherever the blood is. Und wo das Blut vorkam, unterstrich ich rot. Or anything to do with the blood, the cross. Oder alles, was mit dem Blut zu tun hatte, das Kreuz. And so I went on. Und so fuhr ich fort. I had a wonderful result in the Gospel of John when I was finished. Ich hatte ein wunderbares Resultat am Ende im Johannesevangelium. And to this day, if I want to say something about life, why, it's all there in green. Und bis zum heutigen Tag, wenn ich etwas über das Leben sagen will, so nehme ich jene Bibel. Alles ist grün. Now that's only a suggestion, and I think you might find it a very simple help. Und das ist nur ein Vorschlag, aber vielleicht kann es euch nützlich sein. There are a lot more colors than those three. Es gibt noch viel mehr Farben als diese drei. Now I'm speaking about glory. Nun, ich sprach über Herrlichkeit. Glory is one of John's great words. Herrlichkeit ist eines der großen Worte im Johannesevangelium. And all the references in John to Christ's glory are related to his supernatural person. Und alle Erwähnungen der Herrlichkeit im Johannesevangelium beziehen sich auf über das übernatürliche Wesen Christi And his supernatural power. und seine übernatürliche Macht. When John said, "We beheld his glory," Als Johannes sagte, wir sahen seine Herrlichkeit, he was writing many, many years after the Lord Jesus had come and gone. schrieb das viele, viele Jahre, nachdem der Herr Jesus gekommen und wieder gegangen war. John's Gospel is one of the oldest of the New Testament writings. Das Johannesevangelium ist eines der ältesten der neutestamentlichen Schriften. Probably all the other apostles had gone to the Lord when John wrote his Gospel. Wahrscheinlich waren bereits alle anderen Apostel beim Herrn, als Johannes sein Evangelium schrieb. And so John was looking back over all that history. Und so schaute Johannes rückwärts auf all jene Ereignisse And he was putting into certain words the impressions. und kleidete seine Eindrücke in Worte. And as he thought of the Lord Jesus, Und wenn an den Herrn Jesus zurückdachte, his life, an sein Leben, his work, an sein Wirken, his teaching, an sein Lehren and everything else about him, und an alles andere, he summed it all up in this: fasste alles so zusammen. "And we beheld his glory." Und wir sahen seine Herrlichkeit. How did he behold his glory? Wie sah seine Herrlichkeit? He beheld his glory on many occasions. Sah seine Herrlichkeit bei vielen Gelegenheiten. He beheld his glory by a whole series of humanly impossible situations. Sah seine Herrlichkeit in einer ganzen Reihe von menschlich unmöglichen Situationen. Now there's another line of study for you. Das ist wieder eine neue Linie des Studiums für euch. Go to the Gospel of John and see how many impossible situations you can find. Lest das Evangelium Johannes durch und schaut, wie viele unmögliche Situationen darin enthalten sind. Oh, that Gospel is just full of impossible situations. Ja, das Evangelium ist voll dieser Situationen. Think about the marriage in Cana of Galilee.
Denkt an die Hochzeit zu Kana in Galiläa, when the wine failed. als zu wenig Wein da war. It's a humanly impossible situation. Es ist eine vom menschlichen Standpunkt aus gesehen unmögliche Situation. Go into your next chapter with Nicodemus. Geht zum nächsten Kapitel zu Nikodemus. And what is it that Nicodemus is saying? Und was sagt der Nikodemus? How can a man be born again when he is old? Wie kann denn ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er alt ist? An impossible situation. Eine unmögliche Situation. Think of the woman of Samaria. Denkt an die Frau in Samaria. She had tried everything to find satisfaction. Sie hatte alles versucht, befriedigt zu An werden. impossible situation. Eine unmögliche Situation. You see, you can go right on like that. Und so können wir weitergehen. And in all these situations, Jesus came in and turned the impossible into actuality. Und in all diesen Situationen trat der Herr Jesus herein und wandte das Unmögliche in Wirklichkeit. And so it says at the end of the account of the marriage in Cana, Und so heißt es am Schluss der Geschichte der Hochzeit zu Kana, this first of miracles did Jesus in Cana and showed forth his glory. dieses Zeichen tat Jesus als erstes in Kana in Galiläa und offenbarte damit seine Herrlichkeit. And that was the principle governing everything. Und dieses Prinzip beherrscht alles Folgende. It does not always say that in exact words. Es heißt das nicht immer ausdrücklich, But if you went back with that woman of Samaria into the city aber wenn ihr mit jener Frau von Samaria in die Stadt zurückgekehrt wäret and heard her shouting to all the people in the city, "Come, behold a man," und ihr sie rufen hörtet, kommt, aus der Stadt heraus, siehe da ein Mann, is not this the Christ? sollte das nicht der Christus sein? You would conclude that she had beheld his glory. So würdet ihr daraus schließen, dass sie seine Herrlichkeit gesehen hatte. So you go right on to Lazarus. So können wir weitergehen bis zu Lazarus. Said Jesus, "This sickness is not unto death, but for the glory of God." Da sagte Jesus, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient zur Herrlichkeit Gottes, That the Son of God may be glorified. auf dass der Sohn Gottes verherrlicht werde. And in the difficulty being faced by those sisters in Bethany, Und in der Schwierigkeit, vor die die Schwestern in Bethanien gestellt wurden, when they could not accept altogether that their problem was going to be solved at once, da sie einfach nicht verstehen konnten, dass ihr Problem ganz plötzlich gelöst werden sollte, they said, "I know that he shall rise in the last days." sagten sie, wir wissen wohl, dass er am letzten Tage auferstehen wird. Jesus said I not unto thee that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Aber Jesus antwortete, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du an meine Worte glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst? You see, the glory of God in Jesus Christ related to what God could do that no other could do. Ihr seht, die Herrlichkeit Gottes in Christus bezog sich auf das, was Gott allein und niemand anders tun konnte. It was the supernatural person and power of the Son of God. Es war die übernatürliche Person und Kraft des Sohnes Gottes. That was the glory of God. Das war die Herrlichkeit Gottes. And dear friends, that is why sometimes we have such a difficulty in getting through. Und liebe Freunde, das ist der Grund, weshalb wir oft es so schwer haben, hindurchzukommen. Perhaps you have often been troubled because of the difficulty that some soul has in getting through to the Lord. Vielleicht habt ihr manchmal euch Sorge gemacht, wegen der Schwierigkeiten, die eine Seele hatte, durchzudringen zum Herrn. It almost seems as though the Lord does not want to save them. Es schien manchmal fast so, als ob der Herr gar kein Interesse daran hätte, diesen Menschen zu erlösen. They go through difficulties sometimes for days, weeks or months. Sie gehen manchmal durch Schwierigkeiten während Tagen, Wochen oder Monaten. And you know all the time they are arguing, Und ihr wisst die ganze Zeit, dass sie diskutieren, they're bringing up their problems, dass sie ihre Probleme hervorbringen and nothing seems to happen. und nichts scheint zu geschehen. And then at last it does happen. Und dann schließlich geschieht es And they come through. und sie kommen durch. Why is that?
Warum ist das so? God is saying emphatically, this thing is going to be of me and not of yourself. Gott sagt damit mit Betonung, dies wird allein durch mich geschehen und durch nichts anderes. No man or woman can save himself or herself. Kein Mann, keine Frau kann sich selber erlösen. With all the goodwill of other people to help, they cannot save. Mit dem ganzen guten Willen, den andere Menschen haben können, sie können keinen Menschen damit erlösen. The salvation of a soul is an impossible thing but for God. Die Erlösung einer Seele ist etwas Unmögliches, es sei denn für Gott. And God sees to it that it is put upon the supernatural basis. Und Gott achtet darauf, dass es auf diese übernatürliche Grundlage gestellt wird. And very often He does not come in until we have come to the point of despair. Und sehr oft handelt nicht, bevor wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir völlig verzweifeln. But He does come in then. Aber dann handelt And what is true about salvation is so often true about our spiritual history. Und was für die Erlösung, Bekehrung gilt, das gilt so oft auch für unser geistliches Wachstum. Again and again we are brought to the point where situations are quite impossible where man is concerned. Immer und immer wieder gelangen wir zu Situationen, wo, was die Menschen anbetrifft, die Situation unmöglich ist. We cannot solve that problem ourselves. Wir können das vor uns liegende Problem selber nicht lösen. We cannot change the situation ourselves. Wir können selber die Umstände nicht ändern. If it were that we were only people of this world, we might be able to do it. Wenn wir Menschen dieser Welt wären, könnten wir es vielleicht tun. But somehow or other, because we are the Lord's people, it just doesn't work. Aber irgendwie, weil wir Gottes Kinder sind, geht es nicht. All our cleverness fails. Unser ganzer Verstand versagt. Naturally, there's no reason why we should not get on. Natürlicherweise besteht eigentlich kein Grund, warum wir nicht weiterfahren könnten. But the fact is, we just do not. Aber Tatsache ist, dass wir es einfach nicht können. We try everything. Wir versuchen alles. We are greatly perplexed. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. We are being brought more and more to despair. Und wir werden immer näher zur Verzweiflung geführt. And we are being brought to the point where we say, well, only the Lord can do this. Und wir werden schließlich an den Punkt geführt, wo wir sagen müssen, allein der Herr kann dies tun. And that is exactly what the Lord has been working for. Und das ist genau das, wohin der Herr uns führen wollte. When the God of glory appears, He appears as the God of glory. Wenn der Herr der Herrlichkeit erscheint, dann erscheint er wirklich als Herr der Herrlichkeit. You see the point? Ihr seht, was ich damit sagen will. Well, I said that the word glory in John's Gospel is connected with the supernatural power of Jesus Christ. Ich sagte, dass das Wort Herrlichkeit im Johannesevangelium im Zusammenhang steht mit der übernatürlichen Macht des Herrn Jesus. And we only learn who Jesus is by coming up against situations in which He only can help us. Und wir lernen nur Jesus kennen als den, der er ist, wenn wir in unserem Leben in Situationen kommen, wo er allein noch handeln kann. The more we are going to learn about the Lord Jesus, the more impossible will life be here on this earth. Je mehr wir vom Herrn Jesus lernen sollen, umso mehr werden wir in Situationen hineingeraten, wo auf Erden uns nichts mehr helfen kann. And the more impossible will situations become. Und immer unmöglicher werden die Situationen werden. Well, that's the beginning of the God of glory. Nun, das also ist der Anfang des Gottes der Herrlichkeit. The next thing, Das nächste, God's glory in Abraham reached its climax in sonship. die Herrlichkeit Gottes in Abraham erreichte ihren Höhepunkt in der Sohnschaft. There were many things in the life of Abraham which needed the God of glory to come in. Es gab viele Dinge, in Abraham, die es nötig machten, dass der Gott der Herrlichkeit einschritt. So we read that in different situations the Lord appeared unto Abraham. So lesen wir, dass in verschiedenen Abschnitten seines Lebens
Gott dem Abraham erschien. But the climax of all God's appearances to Abraham was in connection with Isaac. Aber der Höhepunkt der Erscheinungen Gottes für Abraham war in Bezug auf Isaac. That is, it was bound up with this matter of sonship. Das heißt, es war im Zusammenhang mit dieser Frage der Kind- oder Sohnschaft. The covenant of God with Abraham was going to be realized along the line of sonship. Der Bund Gottes mit Abraham sollte seine Erfüllung finden in der Sohnschaft. All God's purposes in Abraham were bound up with Isaac. Alle Pläne Gottes mit Abraham fanden ihren Mittelpunkt in Isaac. Because at the beginning Isaac was an impossibility, Nun, von Anfang an war Isaac etwas Unmögliches, but at the end he was still greater impossibility. aber am Ende war noch eine größere Unmöglichkeit. Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, and offer him a sacrifice. Nimm nun deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, und bringe ihn als Opfer dar. Here is all the promise and the covenant wrapped up in Isaac to be slain with a knife. Hier finden wir den ganzen Bund Gottes mit Abraham in Isaac verkörpert, und dieser soll zu Tode gebracht werden. This is an impossible situation. Wenn das nicht eine unmögliche Situation ist, Isaac to die? Isaac soll sterben, No possibility of another Isaac. unmöglich einen neuen Isaac zu bekommen. Indeed, I doubt whether Abraham would have wanted another Isaac. Ja, ich zweifle, dass Abraham überhaupt einen anderen Isaac hätte haben wollen. It was a matter of life or death to him. Für ihn ging es Leben oder Tod. A quite impossible situation if Isaac lies dead on the altar. Eine vollkommen unmögliche Situation, wenn Isaac tot auf dem Altar liegt. But you know what happened. Aber ihr wisst, was geschah. And you know what the New Testament says about that. Und ihr wisst, was das Neue Testament darüber sagt. It says, he received him back as by a resurrection. Es heißt, empfing ihn zurück wie durch eine Auferstehung. Has ever anybody raised someone from the dead but God? Hat jemand einen Toten zum Leben zurückgeführt, außer Gott? Men can do a great deal in prolonging life. Die Menschen können viel tun, um das Leben zu verlängern. They think they're going to reach the time when they will raise the dead. Sie denken, sie hoffen, dass sie den Moment erleben werden, da sie Tote wieder zum Leben zurückführen können. Well, we haven't reached that time yet. Aber wir haben diesen Punkt noch nicht erreicht. And we shall see whether God will surrender his own one prerogative. Und wir werden sehen, ob Gott wirklich dieses sein großes Vorrecht preisgibt. That is to bring back a departed spirit into a dead body. Nämlich einen abgeschiedenen Geist zurückzubringen zu seinem Leibe. That is God's act. Das ist Gottes Handlung. That is resurrection, not resuscitation. Das ist Auferstehung und nicht Wiedererweckung. I was saying that the glory of God reached its climax in Abram's case along the line of sonship. Ich sagte, dass die Herrlichkeit Gottes bei Abraham ihren Höhepunkt in der Frage der Sohnschaft fand. Later on we shall have to look at this more closely in connection with Lazarus. Später werden wir das näher ansehen müssen im Zusammenhang mit Lazarus. But let us come back to our beginning. Aber lasst uns zurückkehren zu unserem Anfang. John 1 again. Johannes 1 wiederum. We beheld his glory. Wir sahen seine Herrlichkeit. How do we behold his glory? Wie sehen wir seine Herrlichkeit? He came unto his own, Kam zu den Seinen, and they that were his own would not receive him. und die Seinen nahmen ihn nicht auf. But to as many as did receive him, to them gave he the right to be sons of God. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab das Recht, Söhne Gottes zu werden. He gave the authority to be sons. Gab die Autorität, Söhne zu werden. That's our history. Das ist unsere Geschichte. We hear this morning, I trust it's true of everybody,
is able to say, by God's own intervention, I am a child of God. Wir hier heute Morgen, ich hoffe, das bezieht sich auf uns alle, können sagen, durch Gottes Eingreifen sind wir Gottes Kinder geworden. And then you notice how John analyzes this. Und dann achtet darauf, wie Johannes das näher ausführt. Which were born not of the will of the flesh, Die geboren wurden nicht aus dem Willen des Fleisches, not of blood, nicht aus Geblüt, nor of the will of man, noch aus dem Willen des Mannes, but of God. sondern aus Gott. Children of God, by the intervention of God, Die Kinder Gottes durch das Eingreifen Gottes, by a direct act of God, durch ein direktes Handeln Gottes, born from above, von oben her geboren, made children of God. zu Kindern Gottes gemacht. The glory of God revealed in Jesus Christ in sonship. Die Herrlichkeit Gottes in Christus offenbart in der Sohnschaft. Are you glorying in the fact that you are a born-again child of God? Verherrlicht, seid ihr voller Freude und Herrlichkeit in der Tatsache, dass ihr ein wiedergeborenes Gotteskind seid? This same John, all those years afterward, Dieser selbe Johannes, viele Jahre später, with a very full heart, sagte mit einem vollen Herzen wrote these words, oder schrieb diese Worte: Beloved, Geliebte, now are we the children of God. jetzt sind wir die Kinder Gottes. And it does not yet appear what we shall be. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. But when the children are full grown, Aber wenn die Kinder einmal erwachsen sind, we know that we shall be like him, for we shall see him as he is. wissen wir, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. And connected with that, John says, Und im Zusammenhang damit sagt Johannes: Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, Siehe, welche Liebe der Vater uns geschenkt hat, that we should be called sons of God. sodass wir Kinder Gottes genannt werden sollen. Oh, it's a wonderful thing to be a child of God. Es ist etwas Wunderbares, ein Kind Gottes zu sein. Anyway, John says so, Auf alle Fälle sagt Johannes es so. and he knew what he was talking about. Und er wusste, was er sagte. The glory then is in sonship. Die Herrlichkeit liegt also in der Sohnesstellung. And I think I'm going to leave it there for this morning. Und ich glaube, ich werde hier für heute Morgen aufhören müssen. Perhaps if I say much more, you'll forget what I have said. Wenn ich noch viel mehr sage, würdet ihr vergessen, was ich gesagt habe. But it is just at that point, you see, that the Israel comes into view. Aber seht ihr, gerade bei diesem Punkt nun kommt Israel ins Blickfeld. Abraham's seed through Isaac. Das Abrahams Same in Isaac. It's the nation that is coming into view now. Jetzt kommt das Volk als Ganzes in den Blickpunkt. And as we have said before, Und wie wir schon gesagt haben, God said to Pharaoh, let my son go. Gott sagte zu Pharao: Lass meinen Sohn ziehen. And that word son was a comprehensive word. Und dieses Wort Sohn war ein allumfassendes Wort. It embodied the whole nation. Es verkörperte die ganze Nation. God saw that nation as one son, Gott sah jene Nation als einen Sohn an. and he would not surrender one fragment of that, because sonship is such a complete thing. Und er wollte kein bisschen davon abstreichen, weil Sohnschaft etwas so ungeheuer Großes ist. Pharaoh said, well, just let the men go. Pharao sagte: Nun, es sollen einfach die Männer gehen. Leave the women and the children, Lasst die Frauen und Kinder zurück and leave your flocks and herds. und lasst eure Herden zurück. And Moses said, not one single hoof of one single cow shall stay behind. Aber Mose sagte: Kein einziges Huf von einer Kuh soll zurückbleiben. God had said, my son, Gott hatte gesagt: Meinen Sohn. and that included the nation. Und Und das schloss die ganze Nation ein. Oh, how I'd like to go over to the New Testament with that.
Oh, wie möchte ich damit ins Neue Testament hinübergehen? But we can leave that until tomorrow. Aber wir können das auf morgen versparen.